durchquere unzählige Gebirge, die sich über mehr als 1000 Kilometer erstrecken. Oft führe ich meinen Weg nur über schmale Bergpfade und raue Schotterpisten. Umgeben von wilder Natur und abgeschiedenen Dörfern stehe ich ganz allein da. Mit kaum Erfahrung ausgestattet, muss ich mich den Herausforderungen dieser Reise stellen. Endlich ist es soweit. Urlaub. Mein Fahrrad und ich sind bereit für neue Abenteuer. Ich steige in den Zug und mache mich auf den Weg nach Bari. Von dort aus geht es mit der Fähre in die albanische Stadt Durrës. Unterwegs lege ich einen Stopp in Venedig ein, wo mir ein paar Nachmittagsstunden für einen schnellen Trip in die Stadt ausreichen, um all die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, die ich mir vorgenommen habe. Am nächsten Morgen geht es früh zum Bahnhof und ich setze meine Reise mit dem Zug nach Süden fort. Von Mestre zu Bari ein Umstieg in Bologna. Irgendwann am Nachmittag erreicht der Zug das Meer und fährt entlang der Küste. Hinter dem Fensterglas entfaltet sich eine beeindruckende Show. Städte und Strände flitzen an mir vorbei und spät abends komme ich in Bari an. Für eine Stadtbesichtigung ist es bereits zu spät, also mache ich nur einen kurzen Abstecher zur Strandpromenade, bevor ich mich auf den Weg zum Hafen mache. Der Weg dorthin dauert etwas länger als gedacht und es ist bereits dunkel, als ich ankomme. Überraschenderweise gibt es am Schalter keine Schlange und ich kann das Boarding schnell erledigen. Von dem Schalter bis zur Fähre sind es noch über 1 Kilometer. Vor der Fähre hat sich eine Kolonne von Autos gebildet, aber für mein Fahrrad ist es kein Problem, umzufahren und schnell in den großen Bauch der Fähre einzuparken. Ich verbringe noch etwas Zeit an der Rezeption, um den Schlüssel für meine Kabine zu holen. Nachdem ich meine Sachen abgestellt habe, erkunde ich die Fähre. Im Ober- und Untergeschoss gibt es Sitzplätze, einen Raucherbereich und einen tollen Ausblick auf die nächtliche Stadt. Außerdem gibt es eine Kantine, ein Restaurant und eine Bar, wo ich etwas trinke und esse, bevor ich schlafen gehe. Die Kabine ist für 4 Personen, aber zunächst bin ich alleine. Spät in der Nacht kommt ein junger Mann dazu. In der Dämmerung am nächsten Morgen werde ich von lauten Durchsagen geweckt, die in allen möglichen Sprachen verkünden, dass wir unsere Sachen packen und die Kabine verlassen sollen. Frische Luft brauche ich nicht unbedingt, denn die bekomme ich tagsüber in Hülle und Fülle, auch wenn der Sonnenaufgang nicht besonders spektakulär ist. Die Fährverbindung nach Durrës ist eine praktische Möglichkeit, um Albanien zu erreichen und gleichzeitig die Annehmlichkeiten einer Seereise zu genießen. Besonders wenn man die Nacht im Schlaf verbringt. In der Dunkelheit sieht man schließlich nichts. Im Hafen empfängt mich der typische Geruch, salziger Meeresduft, eine Mischung aus Holzspänen, frischen Fischen und einem Hauch von verdorbenem, feuchtem Müll aus dem Festland. Schnell gehe ich durch die klimatisierte Zollhalle zur Passkontrolle und dann beginnt meine eigentliche Fahrradreise. Nach der Ankunft im Hafen gibt es nicht viele Möglichkeiten zur Weiterreise, Bus oder Mietwagen, aber ich habe mein Fahrrad und die Freiheit, die Welt auf 2 Rädern zu erkunden. Kaum in der Stadt angekommen, merke ich, dass alles anders ist. Die Luft ist dünn, gemischt mit Abgasen von Autos, dem Geruch von frittiertem Essen und Restmülltonnen. Ich mache mich schnell auf den Weg aus der Stadt ins Freie, wo die Luft frischer ist und die Sonne bereits hoch am Himmel steht. Die Vororte ziehen sich endlos und auf den Hauptstraßen ist am Samstag viel los. Chaotisches Parken, manchmal in 2 oder sogar 3 Reihen, macht es auch mit dem Fahrrad nicht einfach vorbeizukommen. Abgesehen von der Hauptstraße gibt es keine parallelen Wege zum Umfahren. Endlich ist alles vorbei und ich kann etwas entspannt radeln.
Trotzdem muss ich ein bisschen aufpassen, ich weiß noch nicht, wie sich andere Verkehrsteilnehmer benehmen. Das Apartment, das ich gebucht hatte, wurde aufgrund eines Wasserschadens storniert, weshalb ich nun eine neue Unterkunft suchen muss. Für die alternative Unterkunft muss ich meine Route ändern. Und der kürzeste Weg könnte folgendermaßen aussehen. Leider hatte ich bereits Pech in der nächsten Adresse. Statt eines Hotels fand ich nur ein Restaurant vor und ich bin nicht die Erste, die hier nach einer Übernachtungsmöglichkeit suchte. Der moralische Schaden war jedoch nicht allzu gravierend, da es noch hell war und die nächste Stadt nur wenige Kilometer entfernt lag, wo es einige freie Hotelzimmer gab. Endlich habe ich ein existierendes Hotel gefunden. Ich habe einen Schlafplatz und kann zur Ruhe kommen. Jetzt muss ich nur noch einchecken, meine Sachen im Zimmer verstauen und ein Café oder Restaurant für das Abendessen finden. Das war nicht so einfach, denn in der Umgebung gab es fast nur Cafeterias, die lediglich Gebäck, Eis und Getränke anboten. Etwas weiter in der Stadt entdeckte ich ein Restaurant mit nationaler, traditioneller Küche, wo ich köstliches Lamm mit Gemüse genießen konnte. Es wurde langsam dunkel und nach all den Erlebnissen des Tages bin ich schnell in einen tiefen Schlaf gefallen. Morgen muss ich fit und frisch sein für den nächsten Teil meines Abenteuers. Wieder in die Berge, immer höher und weiter in die Wildnis. Guten Morgen, ein neuer Tag, ein neues Glück. Ich habe bereits eines gefunden, die beeindruckenden Schotterflussläufer. Heute und an den meisten Reisetagen geht es immer bergauf. Je höher ich komme, desto schöner werden die Ausblicke. Die Straßen werden schmaler und der Verkehr nimmt spürbar ab. Die Natur erstrahlt in einem intensiveren Grün und das Radeln wird dadurch noch angenehmer. Überraschend und unerwartet habe ich einen Granatapfelbaum entdeckt. In meinem Leben habe ich noch nie einen solchen Baum gesehen. In ein paar Wochen werden die Früchte reif sein. Übrigens sind sie kleiner als die, die man in den Regalen der Supermärkte findet.
Brücke ist beschädigt und provisorische Umfahrung eingerichtet. Es liegt in der Natur des Menschen, Grenzen auszutesten und Regeln zu hinterfragen. Die Versuchung, eine gesperrte Brücke trotz aller Warnungen zu befahren, ist oft groß. Manche denken vielleicht, ist es wirklich so gefährlich? Könnte ich nicht doch schnell hinüberfahren? Diese Gedanken zeugen von einer inneren Neugier und dem Drang, das Verbotene zu erkunden, auch wenn die Risiken offensichtlich sind. Ich bekomme nicht jedes Jahr die Gelegenheit, Schildkröten zu sehen. Ab jetzt weiß ich auch, dass sie gerne Wassermelonen konsumieren. Eine perfekte Kombination aus Wasser und Zucker. In Albanien ist die Wassermelone ein purer Genuss. Heilige Kühe fressen fast alles und finden überall Nahrung. Als Autofahrer muss man besonders aufpassen, denn nicht jeder Zusammenstoß übersteht unbeschadet. Das Geschehen konzentriert sich vor allem auf den Hauptstraßen. Auf meiner Route treffe ich auch einige Haustiere. Wildtiere und Vögel sind scheu. Ich habe bisher noch keinen von ihnen direkt gesehen. Das ist die erste Quelle, die mir auf meinem Weg begegnet ist. Ich habe das Wasser probiert, es ist sehr lecker und erfrischend. Nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische holen gerne Wasser aus der Quelle. Ich habe mein Gesicht und einige obere Körperteile gewaschen, Wasser geholt und meine Reise fortgesetzt. Alles, was in dem Gebiet los ist, dreht sich um die Hauptverbindungsstraße. Nicht nur Menschen, auch Haustiere treiben oft am Straßenrand und riskieren Verletzungen oder sogar tödliche Unfälle, wie diese Familie von Ziegenböcken. Aber sie sind sehr hübsch und genau hinter den Eltern folgt das Kleine ganz präzise Schritt für Schritt seinen Eltern.
ein Dorf mit Übernachtungsmöglichkeiten und man sollte idealerweise bei Tageslicht dorthin gelangen, da der Weg ständig bergauf führt. Jetzt kann ich sagen, dass es in der Dunkelheit ganz schön schwierig gewesen wäre, den Weg zu finden. Die Häuser sind chaotisch angeordnet, nicht so, wie wir es gewohnt sind, in Reihen oder Straßen. Es gibt keine Straßenschilder, nur Wege. Man muss den Ort kennen oder sich mit einem Navigationsgerät orientieren, aber oft stimmt das, was auf der Karte steht, nicht mit der Realität überein. Die Unterkunft nicht leicht zu finden, ist wie ein kleines Hotel, das von einem internationalen Team freiwilliger Studenten aus der ganzen Welt geführt und gepflegt wird. Alles ist sauber und die Möbel sind in sehr gutem Zustand. Auch Bettwäsche sind in sehr sauber und frisch. Das Essen hat ebenfalls geschmeckt.